Samstag, 28. August, die Camper-Van-Schmiede mitten in einer ganz besonderen Halle. Ja, wir sind in Halle Nummer 14. 14, ja, das ist eine ganz besondere Halle. Hier sind zum Beispiel Spezialisten wie Cinderella, aber auch Thule ist hier und ganz viele andere. Was hat euch in diese Halle verschlagen? Ja, ich sag mal so, wir haben gesagt, wir würden gerne einen Eckstand haben. Wir wollten nicht in Halle 1, beziehungsweise wir hatten auch nicht so viele Möglichkeiten auf den Einfluss der Halle, wenn ich ehrlich sein darf. Ja, ihr habt die Leute von Mercedes-Benz natürlich komplett bestochen, damit ihr noch einen 3 Liter 4x4 mit Mittendifferential Sperren bekommen habt. Ja, gar nicht mehr so einfach. Die neuen haben ja nur noch 4 Zylinder. Richtig, also deshalb, das ist auch ein besonderes Highlight. Da haben wir schon viele Anfragen bekommen, ob es denn noch eine Möglichkeit gibt, dieses Fahrzeug noch zu bekommen. Aber die Antwort ist leider, den gibt es so leider nicht mehr zu kaufen. Das ist so, ihr habt euch viel Mühe gemacht, ihr habt jedes Teil mit einem Speziallack überzogen. Klär mich auf, was ist das für ein Lack? Genau, also das ist eine spezielle Raptor-Lackierung, die ist unfassbar leicht zu reinigen, beziehungsweise da bleibt auch gar nichts dran haften. Wenn man durch den Wald fährt, dann weint der Wald, aber nicht das Auto. Kratzer gehören der Vergangenheit an und ja, es ist halt auch einfach ein besonderer Look. Ja, ihr seid Spezialist für Innenausbau. Bedeutet, ihr besorgt die Fahrzeuge nicht, die bringen die Leute mit oder schon mal? Genau, das ist richtig. Also wir unterstützen natürlich, wenn die Kunden Fragen haben, welches Fahrzeug passt am besten zu uns, wo haben wir gute Erfahrungen mitgemacht, dann unterstützen wir da. Aber das Fahrzeug wird tatsächlich durch den Kunden gestellt. Dabei sind wir aber auf Kastenwegen spezialisiert. Dabei ist es aber egal, von welcher Marke. Und es kann sowohl Neuwagen als auch ein Gebrauchtwagen sein. Ihr habt viel Aufwand betrieben, habt jedes Teil abgebaut. Der kam wann an? Weil die Messe ist ja jetzt da. Das heißt, er wurde gerade fertig, oder wie? Genau, also ehrlich gesagt, wir haben den Wagen hier hingebracht am Donnerstag um 5:30. Zur Info, bis 10 Uhr durfte man hier rein. Also es war alles knapp auf knapp. Aber ich würde sagen, das fertige Ergebnis kann sich hier ganz gut sehen lassen. Ja, der ist ziemlich geil, so, oder? Ja, danke schön. Ich zeige das mal gerade hier vorne. Ihr habt auch viele Dinge, ich sag mal, die ganz außergewöhnlich sind. Ihr habt jetzt nicht die ganz normalen Laserlampen drin oder so irgendwas, sondern habt euch viele Gedanken gemacht. Das hier, ist das LED? Nee. Da muss ich tatsächlich passen, das weiß ich, das ist aber für das Standlicht. Es sieht aus wie LED, ja. Das ist so aber es sieht so aus, so ein bisschen wie, ich sag mal, Rallye Dakar, so ein bisschen, schon cool. Ja, auf jeden Fall, also der Spitzname von diesem Fahrzeug ist auch nicht umsonst The Beast. The Beast. The Beast. Ganz interessant. So, komm, wir machen mal eins, wir gehen mal kurz nach hinten. Die Shelly räumt mal gerade das Fahrzeug, dass wir das haben, denn es gibt eine spezielle Auflage, immer nur eine Familie darf rein. Okay. Habe ich gehört. Ja, das stimmt, genau. Und die Schuhe müssen tatsächlich auch ausgezogen werden, weil wir natürlich wollen, dass das Fahrzeug noch lange sehr schön aussieht. Ja, es ist eine mutige Lackierung, mit der würde ich jetzt nicht, ich sag mal, in Kriegsgebiete fahren oder irgendwas, ja. Aber es geht, man ist relativ unauffällig damit. Genau, also wir stehen sehr viel frei in der Natur und da sind die Farben natürlich sehr passend, um möglichst unauffällig zu sein, auch wenn es auf den ersten Blick sehr auffällig wirkt. Ja, es ist so. Also es hat schon so ein ganz kleines bisschen NATO-Charakter, aber das spielt keine Rolle. Ihr könnt Leute empfehlen, wenn es einer sagt, finde ich toll, den Raptor-Lack, aber will ich ein bisschen anders haben. Ihr organisiert auch die Lackierung dann, oder? Genau, also wir sitzen direkt neben LLK Detail und die sind auch verantwortlich für diese super coole Umsetzung. Also die Lackierung an sich, das ist der Raptor-Lack, das ist der Lack. Und die Firma, die das Ganze umgesetzt hat, ist LLK Detail. Ja, das ist unglaublich teuer, der Lack. Ich glaube, nicht nur die Verarbeitung ist ein Hammer. Wie habt ihr das denn gemacht, dass dieser Lack in verschiedenen Farben? Ich kenne den nur Uni. Ja, also ich sag mal, das Fahrzeug wurde tatsächlich komplett in die Einzelteile zerlegt. Ursprünglich war der mal schwarz, kaum zu glauben, ganz langweilig und klassisch. Dann wurde der geschliffen und dann hat er eine Grundfarbe bekommen. In dem Fall war das dieses Sandfarben. Und der Rest wurde abgeklebt, ähnlich wie beim Folieren. Und dann wurden die Dreiecke aufgemalt und dann Schritt für Schritt ausgeschnitten und einzeln ausgemalt, beziehungsweise es wird halt gesprüht. Echt? Heidenarbeit. Ich glaube, die Jungs von LLK Detail waren noch froh, als sie fertig waren. Ja, aber das war schön, denn das ist der Grund, warum wir jetzt hier sind. Sag mal, ist das hier auch Raptor-Lack auf dem Glas? Das kann ich bestätigen, das ist so. Unglaublich, ja. Denn auch die Farbe selber allein ist schon sehr teuer. Aber du hast es eben schon gesagt, wenn ich hier zum Beispiel an Ästen oder irgendwas dran mache, da passiert gar nichts, oder? Die Äste schreien dann hinterher. So ist es, ja. Auch die Tür, ihr habt alles, sogar der Mercedes-Stern. Das ist allein schon, wenn man das hier jetzt im richtigen Licht betrachtet. Sag mal, ihr müsst doch hier wirklich, als der kam, habt den gesehen, ihr müsst doch hier auf Knien hingekrochen sein, gesagt haben, hey, da ist er, ist genauso geworden, wie wir es wollten.
Absolut, also da muss ich auch echt sagen, Chapeau an meinen Partner. Ich muss sagen, handwerklich bin ich leider super unbegabt. Ich auch. Aber es muss auch Leute für administrative Tätigkeiten geben, das ist dann eher so meine Rolle. Und er ist wirklich, der Ausbaugott, wenn ich das mal so sagen darf, ohne Wertung. Also ganz ehrlich, da vorne steht ein VW-Bus, ein T1, hast du gesehen, den Samba aus Brasilien, der vorne steht. Ja. Das macht Aufmerksamkeit, das hier macht Aufmerksamkeit. Ich glaube, das hat sich schon bezahlt gemacht, hier könnt ihr die Sachen präsentieren. Und das ist euer Metier quasi. Das heißt, es fängt wahrscheinlich schon bei der Tür an, das Ganze zu dämmen, innen, außen. Das Ganze soll ja auch schön werden. Hier kann ich definieren, wie ich es gerne hätte, oder? Absolut, also Individualität wird hier definitiv groß geschrieben. Die Fahrzeuge werden auch so ausgebaut, dass man sowohl in sehr heiße als auch sehr kalte Regionen fahren kann. Also, dass keine Wärmelücken, Brücken entstehen, sondern genau, dass das Fahrzeug immer gut ist. Und das Ganze hier auf richtigem Holz. Großes Thema ist natürlich auch, ich sag mal, Ladung, 3,5 Tonnen. Das hier ist wahrscheinlich ein aufgelastetes Fahrzeug, oder? Genau, also wir haben ihn mit 3,5 Tonnen gekauft, waren auch optimistisch, ihn in dieser Grenze zu halten. Leider hat das nicht ganz funktioniert aufgrund verschiedener Komponente. Wir haben ihn jetzt auflasten lassen auf 4,2 Tonnen. 4,2 Tonnen. Ja, so ist es. Ja, es gibt Länder, da spielt es eh keine Rolle. Wenn du erstmal da bist, dann ist es eh egal. Aber solange wir hier in Europa fahren, da ist es natürlich so, ihr habt viele coole Gadgets reingemacht. Ja, das fängt an mit diesem Halter hier. Das kann man so kaufen, oder? Genau, das kann man über uns beziehen. Derjenige, der das tatsächlich produziert in Handarbeit, ist Overland Equipment. Overland Equipment. So, und hier... Overland Van Equipment. Overland Van Equipment. Und hier, ihr seid der Erste, der auf die schöne Delta-Felge endlich mal ein Schloss drauf gemacht hat hinten, ja. Wahrscheinlich aus gutem Grund, oder? Richtig. Ich sag mal so, viele Dinge können Beine bekommen. Ist so. Ja, er ist echt schön. Ihr habt alles in Raptor-Lack. Dauer von der Lackierung, wie lange hat das gedauert? Eine Woche? Ja, knappe Woche. Wir haben ja ein gutes Timing gehabt. Die Messe wartet nicht auf uns, auch nicht auf eine Raptor-Lackierung. Das heißt, wir mussten leider auch LLK-Detail ein bisschen Druck machen. Aber mit einem Kasten Bier sind die Jungs dann auch wieder besser gelaunt gewesen. Ihr habt was ziemlich Cooles gemacht. Das werden wir gleich mal zeigen. Ihr habt einen Spiegel unter das Fahrzeug gelegt. Hier kann man auch drunter gucken. Zunächst dachte ich, es wäre eine Grube drin. Das haben viele gedacht, oder? Ja, oder auch Souterrain. Souterrain. Es ist so cool, das Fahrzeug. Das ist nicht zu kaufen, oder? Ich sag mal so, es ist alles eine Frage des Preises, aber wir würden ihn natürlich sehr, sehr gerne behalten und viele sehr schöne Abenteuer und Erlebnisse damit verbringen. Ist jetzt der erste Tag. Gab es schon Angebote? Das wird sich zeigen. So, jetzt was ganz Schönes. Ihr habt die Seitsfenster noch mal ein bisschen modifiziert. Auch da Echtglas drauf gemacht von Vanglas. Ist das gut? Absolut, weil ich sag mal, wir haben eben gesagt, wir haben eine Lackierung, die gut ist für Offroad-Bereich. Das heißt, wenn man Glasfenster hat, hat man dementsprechend dort auch eine bessere Haltbarkeit und auch keine Kratzer. Ja, und da oben sieht man, da ist ein Dachgepäckträger drauf. Sieht so ein bisschen aus wie Indiana Jones, der da ist. Aber das sind alles ganz nützliche Dinge, die draußen, oder? Absolut. Der ist ebenfalls von Overland Van Equipment gefertigt worden. Komplett Alu geschweißt. Das heißt, es ist sehr leicht. Und ein Teil, und es ist komplett individuell. Wir haben gesagt, wir würden gerne oben 3 Solarmodule haben. Es ist genau auf Maß auf uns zugeschneidert. So, das kann man ja gleich mal sehen innen. So, der Kollege hat schon mal den Schwerlastauszug rausgezogen. Ganz, ganz viele Euroboxen, die er hier reingemacht hat. Aber hier sieht man auch schon den ganzen Aufwand. Ihr habt Gewicht optimiert. Das ist richtig. Wir haben, das ist unser fleißigster Mitarbeiter, eine CNC-Fräse, um möglichst viel Gewicht zu sparen. Um jetzt mal in Zahlen zu sprechen, das gesamte Fahrzeug, da kann man dadurch tatsächlich 30-40% Gewicht einsparen. Prozent? Prozent. Also nicht Kilo, Prozent? Prozent, das ist richtig. Oh, die da einen Aufwand getrieben, ja. Also ich habe einmal so einen Schneidplotter gehabt, der hat einzelne Karos ausgeschnitten, der war dann auch ungefähr einen ganzen Tag dran, ja. Aber das hier, ich sag mal, eine Fräse, die dann, das heißt, der fräst dann so einen Teil den ganzen Tag, oder? Ja, schon. Also es ist schon ein ganz gutes Stundenprogramm. Also die läuft tatsächlich 6 bis 8 Stunden am Tag teilweise. So, das Ganze muss ja geplant werden. Ihr macht das am Rechner oder wie läuft das? Genau, die Planung erfolgt am Rechner und dann wird der Stick quasi an den Computer und an der CNC-Fräse eingesetzt und dann fräst die Fräse vor sich hin. Oh, großes Kino. Ja, da ist natürlich das Aufbaufahrzeug ganz wichtig, dass man das mit Bedacht wählt, ja. Und hier das Schlechtwegefahrzeug nenne ich jetzt mal. Da gibt es ja jetzt nichts gegen Mercedes-Benz, aber
Sag mal, ihr habt wahrscheinlich Kunden aller Couleur. Ihr könnt alle Autos aufsauen, oder? Genau, also wie schon zu Beginn gesagt, wir sind auf Kastenwegen spezialisiert. Dabei ist es aber unabhängig, welches Fabrikat, welches Modell das Ganze ist. Also es könnte auch ein Daily sein, 4x4. Absolut, absolut, genau. Das ist nämlich mein Favorit, muss ich mal sagen. So, das ist so. Ja, schön. Also das sieht man jetzt von innen. Das ist ein schöner Grundriss. Habt ihr Grundrisse im Rechner oder wie läuft das? Wir sind ja tatsächlich sehr individuell. Das heißt, dem Kunden sind eigentlich fast keine Grenzen gesetzt, außer er sagt vielleicht, er möchte gerne ein Cabrio daraus machen. Da müssen wir dann vielleicht passen, obwohl wir natürlich das Projekt auch annehmen würden, um vielleicht zu gucken, was wir für Möglichkeiten haben. Aber ja. Also der Kunde sagt jetzt, ich habe ein Surfbrett, ist 3 Meter lang, muss da rein, kriegt ihr irgendwie hin? Machen wir möglich, ja. Also einfach nur sagen, was ihr wollt. Ansonsten kommt es halt drauf. Komm, wir gehen mal kurz rein. Das ist die Box, die er drauf gemacht hat. Auch die ist ein echter Hingucker. Genau, auch die ist von Overland Equipment. Die gibt es auch noch in der Nummer größer. Kann man verschließen, sodass man auch Sachen, zum Beispiel wie einen Grill, den man nicht unbedingt im Fahrzeug haben möchte, dort verstauen kann. Ja, und ihr habt auch am Unterboden, also nicht, dass jetzt so, ich sag mal, der Unterbodenschutz von Mercedes schlecht ist, aber das, was ich hier sehe, der darf dann auch mal 10 oder 20 Jahre alt werden ohne Rost, oder? Das ist richtig. Also wir haben hier nochmal eine Hohlraumkonservierung und einen Unterfahrschutz verbaut. Und ich sag mal, die Farbe ist ja dann auch nochmal ansprechend. Also wir haben da die sieht man normal nicht, ja. Das ist richtig. Wir haben nochmal die Seitenmarkierungsleuchten in Orange aufgegriffen mit der Farbe. Ziemlich cool. Ganz anders. So, wir gehen mal rein. Da habt ihr auch mit der Fräse, die hat ein bisschen rumgespielt. Richtig, genau. Nochmal unser Logo von der Campervan-Schmiede veredelt. Hi. Jenny. Das ist ja mächtig und sehr gefragt. Sehr, sehr gefragt. Die Leute wollen alle rein. Trotzdem haben wir es mal sperren müssen. No shoes, please. Dürfen wir mal kurz rein? Außer, ja, die sind auf das ist so. Schuhe, also machen wir so. Also die sind so sauber. Die haben, glaube ich, 30.000 Schritte hinter sich. Ja, in der Halle. Besser abgeputzte. Solange keine Steinchen runter sind, ist nichts, alles okay. Gar Perfekt, nichts. Also der ist neu. Das ist ein ganz softer Boden, richtig? Also Barfußboden. Genau, das ist geschlossenporiger Schaum. Nennt sich Endoverdeck. Jenny, bitte mal drüber streichen über den Boden und mir sagen, wie sich das anfühlt. Ein Traum. Ehrlich? Ja, doch, wirklich. Stand ich auf einem Fahrzeug oben drauf und bin auf dem Boden. Den kann man auch ausfräsen dann, oder? Da sind auch keine Grenzen gesetzt. Farbe, Form, Fräsungen, alles, was der Kunde möchte. Das ist hier gefräst, oder? Das ist gefräst. Krass. Und hier vorne, das habt ihr auch eingefräst. Also, ich sag mal so, ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn du mal eine neue Küche kriegst, ja, und du bist jetzt irgendwo im Küchenstudio, Mann und Frau gehen rein, die zerstreiten sich bis aufs Blut, ja. Wie geht ihr mit Leuten um, die sagen, ich will einfach nur ein cooles Auto haben? Können die sich überraschen lassen? Und die sagen vorher, oder die müssen aktiv mitarbeiten? Ich sag mal so, wenn man die Garantie hat, dass sie uns das unterschreiben, dass sie das... Nein, die zahlen vorher. Die geben euch das Geld im Voraus. Die sagen, komm, ich gebe euch so und so viel Geld, macht was ihr wollt, macht's geil, so, als wäre es für euch. Geht. Ja. Kein Problem. Ihr sagt dann nur die Anzahl der Hunde, die Anzahl der fertig und ihr macht das? Ein paar Basic-Infos und dann wird das gemacht. Sehr cool. Ihr seid aus welchem Ort? Wo kommt ihr her? Wir kommen aus Langenfeld, aber die Firma sitzt in Duisburg. Okay, also hier aus NRW. Ihr habt es nicht weit gehabt? Richtig, zum Glück. Ich sag mal auch hier oben. Es sieht auch gut aus, muss ich sagen. Also hier mit dem Multiplex, also das ist so ein Schichtholz. Was ist das? Das ist Queen Ply. Das ist tatsächlich ein spezielles Holz, was sehr, sehr leicht ist und sich natürlich anbietet, um auf diesen Leichtbau auch wieder den aufzugreifen. Krass, ihr habt sogar den Raptor-Lack innen, außen an den Türen. Ihr habt nirgendwo gespart. Ja. War hier, Geld spielte keine Rolle bei dem Auto, oder wie? Ja, Geld spielte keine Rolex. Also das ist ja auch wichtig auf einer Messe, man will ja auch mal zeigen, was geht, oder? Richtig, also das ist so hier die Creme de la Creme. Also hier wollte dem Kunden gezeigt werden, was ist wirklich möglich. Cool, komm, wir gehen mal rein, dass wir das mal sehen. Sehr schönes Teil, das gefällt mir sehr gut. Ja, sie heißt Lima und ich musste eben noch zweimal fahren, sie hat gesagt, Lima wie die Stadt. Und das Auto könnte auch in Lima unterwegs sein nach einer langen Weltreise oder irgendwas. Und wenn man hier jetzt erstmal reingeht, ich setze mich mal ganz kurz hier auf den Fahrersitz. Wenn du mal gerade so lieb bist, mach mal das Radio aus, wegen der GEMA, dass wir das ganz kurz mal hinbekommen. Da ist ein Volume, genau. Super. Ja, die machen uns sofort das Video kaputt, dass wir das mal sehen. Wir haben auch noch eine elektrische Strickstufe, falls ihr das später noch Aber der Bass war schon sehr gut, ich bin schon eben auf jeden Fall sehr gut. Das ist aber das Seriensystem. Die haben mittlerweile bei Mercedes-Benz so tolle Autos gemacht, dass du wirklich PKW-ähnliches Feeling hast, auch beim Fahren. Das merkt ihr auch, oder?
Absolut. Also ich sage immer, es fährt sich wie ein normaler PKW. Alle Assistenzsysteme, super angenehm. Man merkt eigentlich gar nicht, was da alles hinten noch dranhängt. Liebe Lima, Ja. klär mich mal auf. Ist das Leder original? Oder das ist das Originalleder von Mercedes, oder? Das ist original, ja. Das ist das, glaube ich, Taxileder von Mercedes, was es irgendwie gibt. Ein ganz spezielles Leder, ich glaube MB-Tex, unkaputtbar, was irgendwie da ist. Aber das, glaube ich, ist das Letzte, was original ist hier an dem Auto. Denn der kommt, wenn er hier ankommt, ist das ein leerer Kasten, oder? Richtig, eigentlich kaum zu glauben, aber genau, der ist ein nackter Kastenwagen, der dann bei uns frisch vom Werk auf den Hof gekommen ist. So, jetzt habt ihr was ganz Besonderes gemacht, ganz anders wie viele andere. Ihr habt eine durchgehende große Arbeitsplatte kreiert, Ja. die auch wirklich endlich mal Platz bietet. Richtiger Ofen, ja. Der gute alte Tedford. Auch noch mit einer Grillfunktion in der oberen Klappe, also hier ist das Motto, besser haben als brauchen. So, und das heißt, das Ganze ist auch sehr leicht zu reinigen. Ja. Du kannst einfach drüber wischen. Bitte einmal öffnen oben, sei mal so lieb. Und was natürlich richtig toll aussieht, ist die Mischung aus Strom und Gas mit einem ganz normalen, ich sag mal, unkaputtbaren Stromkocher, wie man es früher mal hatte, oder? Richtig, genau. Also wir kochen sehr gerne mit Gas, aber wir haben gesagt, 3 Gasflächen und eine elektrische, das ist eine gute Kombination. Dann hast du hier eine Arbeitsflächenerweiterung, die ist nicht klein, also die ist riesig. Also du kannst eine 3-Zimmer-Küche, Badküche reinmachen oder sowas. Absolut. Zeig mal bitte, wie die rausgeht. Das ist mit einem Magnet befestigt, das heißt, man muss ein bisschen Kraft aufwenden Okay. und hat dann hier eine Erweiterung. Boah, jetzt habt ihr das Dekor nicht durchlaufen lassen, wie schlimm. Nee, toll. Ist richtig klasse. Ich finde es super. Dann ein ganz normaler Haushaltshahn, den ihr hinten eingebaut habt. Das hat so gar nichts mit den Sachen zu tun, die so Dometic-Spülchen und so. Das wollt ihr nicht, oder? Nee, richtig, wir wollten halt so ein bisschen unseren Wohlfühlfaktor von zu Hause mitnehmen auf unseren 4 Rädern und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Ja, cool. Auch hier die Sitzbank, die ist tailor-made auch. Ja, die ist gekürzt auf 70 cm, von Haus aus ist die auf 80, sodass, sage ich jetzt mal, das eher für Kinder gedacht ist, aber wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit, mit 4 Sitzen oder 4 Personen zu fahren. Einer hat richtig Platz, oder? Richtig, da muss man halt früh genug im Auto sein. Das ist so. Und hier vorne habt ihr die Gläser fest, die sind jetzt auch magnetisch, habe ich gesehen in der Werbung, die dauernd bei uns im Channel läuft. Ja. Wie funktioniert das? Zeig mir das mal bitte. Man zieht dran an den Gläsern. Genau, also hier in den Gläsern ist ein Magnet verbaut und hier ist eine Magnetleiste und der Krass. Magnet ist halt wirklich stark. Also Das hält. das hält während der Fahrt, wenn man mal sieht. Also das Krass. ist wirklich... Und ich habe gesehen, es gibt so Haftpads, die man auch noch verwenden kann während der Fahrt, dass das auch noch steht. Also das ist ziemlich cool. Dann habt ihr natürlich keine Kosten und Mühen gescheut, wie an dem ganzen Auto Seamarine, wer sich auskennt. Die Speerspitze im Markt, eigentlich in Nobeljachten drin, aber passt auch super im Campervan, oder? Absolut. Also wir haben auch sehr viel Wert auf Design und Optik gelegt. Bitte zeig mal, was das kann. Ich glaube, wenn man draufdrückt, wird es ein bisschen heller. Bleib mal kurz touchen. Ich kann ja nicht touchen. Ja, genau. So, und da kannst du alles ablesen. Zum Beispiel Stand. Du siehst sogar den Luftdruck. Wir haben jetzt 1016 Millibar und ziemlich cool. Genau. Aber du musst das nicht wissen. Das ist okay. Wir haben uns eben darauf geeinigt. Ich stelle keine miesen technischen Fragen. Danke. Denn du bist ja im Vertrieb und da habt ihr Spezialisten. Ihr habt für alles eigentlich Spezialisten. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich Stahlbauer, ihr habt Möbelspezialisten. Tatsächlich ist unser Team relativ klein. Offiziell gibt es uns seit Oktober. Wir sind aktuell ein 4-Mann-Team. Gründer und Kopf hinter der ganzen Sache ist mein Freund Mike Hilgers. Der ist wo? Sag mal. Wenn du mal mit dem nackten Finger drauf zeigst, ja. Das ist der Herr. Der da, rechts. Genau. Das ist er, ja. Krass. Das ist der Schöpfer dieses sehr schönen Fahrzeugs. Der sieht aber gut aus, muss ich sagen. Der hast du gut gewählt. Habe ich gut Fang gemacht. Sehr schön. Und ihr kamt wie auf die Idee, was er gesagt hat, wir bauen das jetzt mal aus. Habt ihr viele Anfragen? Habt ihr vorher selber ausgebaut oder was habt ihr gemacht? Vorher hatten wir tatsächlich einen Peugeot Boxer. Und Boxer? Ein Peugeot Boxer, genau. Und den hat er auch selber ausgebaut. Da gab es auch eine Roomtour entsprechend zu. Und da kam eine super Resonanz, wo Leute gefragt haben, hey, kannst du uns nicht helfen? Wir möchten es auch haben. Und dann hat er gesagt, naja, wenn die Chance sich bietet, dann würde ich mich auch entsprechend selbstständig machen. Du hast auch mitgeholfen, gell? Ich unterstütze, wo ich kann. Gut, so, super. Hier vorne habt ihr euch Ideen gemacht, damit Sachen nicht rausfallen. Ganz pragmatische Lösungen, ein Gummiband. Absolut, genau. Also das ist wirklich sehr, sehr praktisch, damit bei der Fahrt auch alles an Ort und Stelle bleibt. So, und überall die Gewichtsersparnis. Also das heißt, ihr könnt damit auch hochfestes Material verwenden, habt trotzdem wenig Gewicht. Absolut richtig, genau.
Stark. Also wie das aussieht, allein das müsste eigentlich ins Museum nach München. Habt ihr das jemals so gesehen in der, ich sag mal, Konsequenz? Also der Trend geht tatsächlich dahin, weil die Leute natürlich möglichst viel Zuladung haben wollen. Aber der nette Nebeneffekt ist natürlich auch die Optik. Sieht klasse aus. Push-Locks hier oder wie funktioniert das mit den Oberklappen? Hier ist ein kleiner Überhang, sodass man hier Einfach ziehen? hintergreifen kann. Magnet. Das ist mit den Scharnieren gelöst. Hier ist so okay. ein bisschen die Schallzentrale, Heizung, Wasser, Lüfter in der Dusche, Boiler. Eine Autotherm Ja. aus Russland, die gute. Genau, und dann haben wir auch den automatischen... Wenn es gerade nochmal aufmachst, sei mal so lieb. Ihr habt nämlich unten, ich will mal gerade was zeigen, ihr habt das nur teilweise rausgefräst, damit es natürlich nicht offen ist unten, ist ja klar. Aber das ist ja genial. Das heißt, ihr habt eine fette CNC-Fräse, das ist so eine kleine aus dem Baumarkt. Das ist schon ein ziemlich großes Gerät. Ziemlich cool. Ich zeig's mal hier oben. Das heißt, nur die oberste Schicht bleibt da. Das kann man aber machen. Ich sag mal, ihr sagt dem Rechner, wie ihr es gerne hättet. Geht. Genau, wir haben natürlich vorgetestet, was ist möglich, damit noch die Stabilität gewährleistet ist. Und das ist dann das Maximum, was wirklich geht. Ja, was auch toll aussieht, das kenne ich so von Braun, also in Lautsprechern. Damals so in den 60ern, Bauhaus-Stil und so weiter. Da wurden einfach nur so Sachen ausgefräst. Aber das sieht so cool aus. Ja, wenn du das mal gerade öffnest, ist es aufzumachen? Das ist tatsächlich nur eine Blende, damit der Kühlschrank auch entsprechend Luft kriegt. Genau. Okay. Vitrifrigo, auch da das Beste, was man kaufen kann. Also nicht, dass die anderen schlecht sind, aber die kommen wieder aus dem Yachtbau und aus Hotels und keine Ahnung was. Genau. Sehr leise. Ja, absolut. Ja, das ist so. Schlafplätze 2, oder? Hat man hier. Ja, 2. Also ein typisches 2-Personen-Fahrzeug. Mach mal bitte auf. Denn die Besonderheit bei dem ist, der hat tatsächlich noch eine Getränkeschublade unten. Genau, hier haben wir einmal das Gefrierfach. Ganz klassisch, genügend Platz für die kühlen Sachen, ist auch ganz gut ausgestattet gerade. Zeig mal gerade. Nudeln habt ihr und Bergkäse. So, und dann habt ihr Bier. Und dann gibt es nochmal extra, weil Riesenproblem, du sollst ja den Kühlschrank nicht dauernd aufmachen, weil dann die Lamellen direkt vereisen. Und da gibt es eine extra Getränkebox. Genau, das ist richtig. Auch gut gefüllt. Super. Und super praktisch. Sehr cool. Das heißt, da fällt die Kälte nur kurz raus und das ist da. Dann habt ihr ganz wichtig Zewa-Abroller. Ja. Der ist festgemacht oder der ist geklebt? Oder? Der ist festgeklebt, genau. Den sollte man nur bei der Fahrt, damit es sich nicht selber abrollt und man am Ende ein kleines Kunstwerk hier hängen hat. So, und zeige ich mal. Schränke habt ihr auch. Genau. Bitte einmal kurz zeigen, dass wir das mal sehen. Oh, krass! Das heißt, da könnte man jetzt mit Einlegeböden arbeiten oder mit Kunststoffeinlegern oder sowas. Genau, wir legen immer Gummimatten da rein, weil wir sagen, während der Fahrt soll nichts verrutschen. Das heißt, wir könnten aber auch auf Kundenwunsch das nicht komplett ausfräsen. Krass. Und daneben der kurze, ist das ein Apotheker, oder? Genau, das ist ein Apothekerschrank für Gewürze oder Olivenöl etc. Cool. So, und da hat man jetzt überall ganz, ganz viele Schubladen, die da sind. Jenny, Hier auch. Das hier ist wirklich... Wahnsinn. Entweder hat sich da jemand nicht gemocht, hat gesagt, okay, wir wollen einfach mal Anzahl der Löcher, die ihr gefräst habt im Auto. Gefühlt unendlich. Warte, ich zeig's mal gerade. Also hier allein, ich zähle einmal durch. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24. Nur auf der Seite. Gut, die sind ja mal doppelt, ja, je nachdem, wo du bist. Hier sind sogar schon Sachen. Ich habe sowas noch nie im Leben gesehen. Das ist wirklich gut gemacht. Also ich bin ganz happy. Vielen Dank. Ich gebe das Lob stellvertretend an die Campervan-Schmiede weiter. So, bitte hier mal öffnen. Da habt ihr eins gemacht, ihr habt das so rausgefräst, dass der Deckel wahrscheinlich zeitgleich auch zum Abstellen auf dem Bett von Bierdosen und so. Genau, und auch einfach, dass man nochmal, falls man die Spüle in dem Moment nicht braucht, zusätzliche Arbeitsfläche hat. Die kleine Nespresso, auch die habe ich zu Hause sogar. Ich habe die große im Wohnmobil. So, dann, was mir gut gefällt, ist natürlich die durchgehende Linie hier. Das heißt, man muss gar nicht groß arbeiten. Das Material selber ist natürlich unglaublich schön. Und das schafft Raum hier mit den weißen Schränken, oder? Absolut, also Platzprobleme gehören definitiv der Vergangenheit an. So, jetzt müssen wir uns einmal organisieren, ganz kurz. Was ist hinter dir? Ist Bad? Hinter mir ist quasi die Nasszelle, also inklusive Dusche und Wie kommen wir da rein? Wie komme ich da rein jetzt mit der Kamera? Kann man die Tür ganz aufmachen? Die Türe kann man bis 90 Grad so aufmachen. Das heißt, okay, ich muss rein. Okay, du kommst mal hinter mich. So machen wir das. Und dann, genau, bloß ja nicht mit den Schuhen drauf, dann gibt es wieder Haue. So, dann, das ist eine Tür, ich zeig's mal, das könnte eine Architektentür sein. Die ist fast raumhoch. Die Spaltmaße, richtiges Bad, gell? Ja, richtig. Hast du mal reingeguckt?
Ja, richtig cool. So, und da, mir gefallen die Spaltmaße, weil das ist natürlich, wenn du hier mit Millimetern arbeitest, das hier ist ja, ich sag mal, im laufenden Erdbebengebiet, fahrt ihr hier, es rappelt, es rumpelt und so, da muss alles stimmen. Absolut. Und gerade auch bei der Dusche ist natürlich das Problem, es muss dicht sein, weil Feuchtigkeit möchte niemand im Auto haben. Bitteschön. Sesam, öffne dich. Das Licht geht automatisch an? Hier ist ein Bewegungsmelder drin. Na klar. Ich zeige erstmal hier die Regendusche, die mir in meinem schon mal fehlt, denn große Menschen können ja nicht mehr die Brause über sich machen. So, und deswegen hat man direkt eine Regendusche oben eingebaut, das ist sehr praktisch. Dann die Armaturen allein. Genau. Boah, das habt ihr aber nicht in 5 Minuten geplant, oder das Auto? Nee, tatsächlich. Obwohl mein Freund ist sehr planungssicher. Das heißt, er hat den Plan in seinem Kopf und dann kann er das auch ganz genauso umsetzen. Wahnsinn. Auch das Klo ist ziemlich cool. Also, so, das ist ein ganz normales, das ist Cinderella oder was ist das? Das ist eine Trockentrenntoilette. Eine Trockentrenntoilette, okay. So, einmal kurz beschreiben für alle, die nicht wissen, was das ist. Trockentrenntoilette, wie der Name schon sagt, da wird das große und kleine Geschäft voneinander getrennt, sodass es auch zu keinen Gerüchen und unangenehmen Gerüchen im Badezimmer bekommt. Ist dabei natürlich auch sehr umweltfreundlich, weil man keine Chemikalien mehr verwendet, wie bei den klassischen Chemietoiletten. Und man ist unglaublich autark. Das heißt, du kannst sie wirklich irre lang verwenden. Ja. Das Pipi geht in den Grauwassertank, oder? Da ist ein extra Extra Urintank Behälter. drunter. Genau, wir haben das so verbaut, dass man den tatsächlich aufmachen kann, dass wenn man über einen Gully fährt, man den Urintank auch entsprechend ablassen kann. So, ich zeige mal auch so kleine Details, die Klavierbänder. Es ist so einfach, aber das Ding kriegst du nie wieder kaputt im Leben, oder? Geht ja gar nicht. Unkaputtbar, The Beast. The Beast. So, dann der Boden. Klär mich auf. Wer kam auf die Idee? Das ist ein alter Freund von Mike, der diesen Boden vertreibt, Endoverdeck. Wie Ja. schon eben gesagt, auch im Wohnraum verwendet. Da bin Super angenehm, wärmespeichernd und unfassbar individuell. Man kann über 1000 verschiedene Dekora. Kombinationen machen. Endoverdeck heißt der. Ich werde das mal verlinken für euch. Ja, so, dann, ich sag mal so, die ganzen Armaturen, das sind jetzt Haushaltsarmaturen, oder? Eigentlich. Richtig, ja. Cool. So, da bin ich jetzt mal auch von der Größe her. Du bist, wie groß bist du? Stolze 1,63. 61, wie meine Mama. Ja. So, von der habe ich übrigens die kleinen Hände, ja. Das ist so. Überall hast du Staufächer. Also wir haben es ja eben schon von hinten gesehen. Das heißt, jeder Millimeter ist genutzt. Darf man das rausziehen auch? Oder? Ja, genau. Zieh mal fester. Erst drücken und Erst dann drücken ziehen. und dann ziehen. So. Das ist mit den Nägeln wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Ups, hier drin. Zeitgleich. Ja, mach mal. Helf mal kurz aus. Ah, Hier ist die Besteckschublade. cool. So, und drunter hast du wahrscheinlich jede Menge. Das ist für die Ah. Mülleimer. Das Trennsystem habt ihr mehrere? 2? Genau, Okay. 2. Gut, das ist klasse. Hubstützenanlage habt ihr rein? Nee, brauchen wir nicht. Offroad? Nee, genau. Genau, ihr habt ja Keile, oder? Richtig. Wir haben aber auch noch eine zusätzliche ein Luftfahrwerk verbaut, also eine Das heißt, ihr könnt so Luftfederung. in kleinen Maßen könnt ihr nivellieren. Genau, richtig. Super. Und da ist, was hätte ich gesagt, das Ehebett. Aber nein, das ist das Doppelbett, was hinten ist. Es hat ordentliche Größe. Dann dank natürlich diesen, ich sag mal, dank diesen, wie soll ich es irgendwie sagen, den Backen, den er bekommen hat. Ja, da hat man dann auch Liegefläche, oder? Genau, nennt man auch Longsleeper. Und wir haben ja eine Breite von 1,60 Meter. Und ja, dadurch, dass der Sprinter von Haus aus relativ schmal ist, hat man natürlich durch die Verbreiterung noch mal ein bisschen was an Platz dazu gewonnen. Boah, ihr habt alles so schön gemacht. Da hinten die Steckdose mit dem Holz, oder? Ja, genau. Noch eine kleine Leselampe, die man oben drauf betätigen kann. Oben auf dem... Ich sag mal, die Shenny ist ja ganz neu. Die kriegt alles kaputt, was irgendwie da ist. Ja. Das ist Wabi, wenn du mich mal aufklärst. Da oben. Einfach draufdrücken, oder wie? Genau. Cool. Dann das Soundsystem, was ganz wichtig ist, es muss im Camper gut klingen und das Ganze ist berechnet, habt einen Hochtöner drin und einen großen Basslauter, das klingt gut, oder? Wir haben hier quasi eine fahrende Disco. Das sieht so klein aus, aber das macht richtig, man braucht auch keinen Subwoofer, das geht allein mit den zwei, oder? Wir haben einen Subwoofer. Ihr habt einen Subwoofer. Na, wie soll es anders sein? So ist das. Also ganz ehrlich, liebe Lima, das ist... Ich meine, ich werde noch viel sehen hier auf der Messe, aber das gehört wohl zu den wirklich besten Campervans, die ich je gesehen habe in meinem ganzen Leben. Absoluter Hammer, oder? Gefällt dir gut? Total. Ja, total. mal, Auch hier diese überall diese- Musikanlage und so Ihr habt echt einen Knall. Ihr habt überall habt ihr die rausgefräst, ja. Das ist so witzig. Ist, Und keine Ahnung, mit dem das spart aber, sie hat ja gesagt, 30 bis 40% Gewicht. Ja, wir sind Das ist,
ich fühle mich so ein bisschen wie in der Raumfahrt, weißt du, die müssen ja auch dann auf jedes Gramm achten, weil sie irgendwie dann den Satelliten nicht hochbringen oder so irgendwas, aber ich glaube, das sind so Bienenwaben, das ist so eine ganz natürliche Nummer, die besonders stabil ist, oder? Ja, genau, also das ist natürlich das A und O, dass man trotz der Gewichtsersparnis die Stabilität beibehalten kann. So, komm, wir gehen raus, ganz viele warten schon, dass wir das sehen. Haben wir jetzt irgendwas vergessen noch? Überleg mal. Ich sag mal so, wir haben noch eine induktive Ladestation hier eingebaut. Wo? Zeig mal. Hier Da. ist das eingefräst, das Batterielogo, damit man auch keinen Kabelsalat hier hat. Und ansonsten, ja, autark stehen ist kein Problem, Freiheitsgefühl. Man hat den Wohlfühlfaktor dabei. Was Hast will du man Lithium mehr? hier drin, oder? Ja, genau. Wie viel? Haben 300 Ampere Lithium und nochmal 570 Watt auf dem Dach verbaut. Solar. So, und das Ganze, ihr habt aber keinen Moppel oder sowas dabei, einen Generator? Nee. Nein, wir haben nur Longboards. Was hat der? Longboards, elektrische. Ich auch, ja. Ich fahre, nein, das ist kein Witz, ich fahre Evolve, fahre ich. Ja, wir auch. Genau, wir auch, ja. Das genau. mit den Offroad-Reifen. Mit den Offroad-Reifen Ja. habe ich auch drauf, Ja, macht ja. Spaß. Das GT2 oder irgendwas habe ich da. Ja. Habe ich schon seit 2,5 Jahren, bin ich 8000 Kilometer mitgefahren. Bloß in Bayern nicht, da macht es keinen Spaß. Ja. In Frankreich darf man offiziell jetzt fahren. Ah, okay. Bis 25 km/h. Nicht schlecht, ja. Das ist der, aber ich sag mal, du fährst schon lange Longboard? Oder? Nee, tatsächlich nicht. Ich musste auch schon das ein oder andere Mal fliegen lernen, aber naja, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Du hast noch nie Gas mit Bremse verwechselt, ist mir einmal passiert. Nee, zum Glück das noch nicht. Ja, da war ich etwas angetrunken, aber man muss sagen, ich habe es einmal gefilmt und hat die ganze Community, weil ich bin damit hingefahren im Urlaub, ja, hat es gern gesehen, das macht so Spaß, das ist wie Surfen auf der Straße, oder? Ja, absolut. Also wir sind ein absoluter Fan. Wolf, ja, sehr schön. Ja, endlich mal einen getroffen, der auch welche hat. In Amerika hat die jeder, ja. Und das ist so, und das hat auch nichts mit dem Alter zu tun. Komm, wir gehen schnell raus, liebe Lima. Dein Freund heißt nochmal wie? Mike. So. Und wenn man sieht, was hier los ist, die stehen schon Schlange hier. Das auch zu Recht. Sehr gefragt. Du hast eben noch gesagt, da gibt es eine Trittstufe, das ist sie aber schon, oder? Genau, richtig. Das ist aber eine elektrische Trittstufe. Das heißt, wenn man das Fahrzeug öffnet, Geht es automatisch rein. kommt die Trittstufe. Ah, da vorne, für Genau. das Fahrhaus, gell? Und das gleiche ist auch bei der großen Trittstufe. Ja, ich zeige mal gerade hier noch was hier, Project Camper. Ich glaube, die habe ich sogar für meinen VW T6 aus Hamburg, kann das sein? Genau, die sitzen in Hamburg und da kann man das Fahrzeug auswählen und dann sind die passend. Sind so super. Also man muss wirklich großes Kino. Du kannst die Muster auswählen, das Einzige, was passt und was auch geil aussieht. Und es hat kein Silber außen. Das heißt, also es ist endlich mal schwarz. Du bist nicht aus einem Kilometer aus dem Space Shuttle erkennbar als Camper, oder? Ja, ich meine, wir haben eine Lackierung gewählt, um uns gut zu tarnen. Dann wollen wir natürlich nicht mit einem silbernen... Glänzen. Ja, richtig. So ist das. Genau, du kommst doch bitte kurz mit. Wir machen ein bisschen Werbung für dich. Denn Camper Van Schmiede, der Name ist relativ lang, aber mit Camper und Schmiede, da war wahrscheinlich schon alles weg, oder? Das ist richtig, ja. Das kann man sich leicht merken. .de. .de. Und du heißt mit vollen Namen wie? Lisa Marie. Lisa Marie. Echt? Ja, Ah, deswegen Lima. richtig, ja. Ist das cool, ja. Sehr, sehr schön. Ja, was macht man denn so? Was hat man denn so gelernt, wenn man hier sich selbstständig macht als Camper-Van-Schmiede vorher? Warst du bei der Bank, oder? Also ich bin ja nur im Hintergrund tätig. Ich habe tatsächlich noch einen ganz klassischen Bürojob in der Personalabteilung. Mein Freund hat ursprünglich Kfz-Mechatroniker gelernt. Ah, okay. Hat also sehr, sehr viel Ahnung, was Autos angeht und einfach sehr viel Geduld und Wissen, was er sich über die Jahre angeeignet hat. So, in Schulnoten, was würdest du dem Auto geben? Wow, 2-1. Was war ein 1 minus vielleicht? 1 Wegen Minus. der Musik, wegen Warum der das Musik. Minus? Nein, jetzt mal Weil ehrlich. ich weiß ja Irgendwas. nicht, wie jemanden es für die Musik ist. Also für mich ist es sogar eine 1 plus wegen der Musikanlage. Also für mich wäre es sogar so ein Partybus Warte, mäßig. ich zeige Aber euch mal beide. Da hat sich aber gerade noch mal. Tschüss euch beiden. Ciao, ciao.